Detailed guidance can be found on the New Mexico Department of Health and the CDC websites, but I will provide a very brief summary now. Gene Hackmans Nachbarin hat sich nach monatelangem Schweigen endlich geäußert. Und was sie enthüllt hat, sorgt in ganz Hollywood für Schlagzeilen. Unglaubliche Anschuldigungen, unausgesprochene Tatsachen und Gerüchte, die das Bild, das die Welt von dem berühmten Schauspieler hat, verändern könnten. Bitte hinterlassen Sie einen Kommentar. Bevor wir der Wahrheit auf den Grund gehen, 1. Wenn Sie glauben, dass mehr hinter der Geschichte steckt. Oder 0. Wenn Sie glauben, dass es sich nur um einen Nachbarn handelt, der Aufmerksamkeit erregen will. Die Wahrheit kommt jetzt ans Licht. Vor dem Sturm herrschte Stille. Die Hollywood-Legende John Hackman, der einst mit ikonischen Rollen die Leinwand beherrschte, hat sich für seinen Lebensabend in Santa Fe, New Mexico, entschieden und sich aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Es gab keine Skandale, keinen Lärm und keine Ausgaben. Er und seine Frau Betsy Arakawa freuten sich darauf, dieses Leben zu genießen. Hackman hatte ein Haus, das mehr war als nur ein Ort zum Wohnen. Das fast 9000 Quadratmeter große Anwesen liegt inmitten der ruhigen und doch wilden Umgebung von Santa Fe. Hackman entschied sich dafür, an einem Ort zu leben, den er als wahren Zufluchtsort bezeichnet, nachdem er sein ganzes Leben lang in der Filmindustrie gearbeitet hatte. Im Gegensatz zu anderen Hollywood-Superstars, die über den ganzen Globus verstreute Häuser besitzen. Hackman hat in diesen Jahren nicht an seine früheren Leistungen gedacht. Er genoss alles, was das Leben zu bieten hatte. Jeder Tag begann damit, dass er eine Tasse heißen Kaffee trank, ein paar Striche auf seiner Staffelei machte und dann im Garten spazieren ging und dem Wind zuhörte, der in den Büschen raschelte. Trotz der Tatsache, dass Hollywood auf kurzlebige Partnerschaften setzt, waren John Hackman und Betsy Arakawa ein Beweis für die lebenslange Hingabe füreinander. Sie lernten sich in den 1980er Jahren kennen, als Betsy noch eine junge Pianistin war. Hackman war bereits verheiratet, aber Betty überzeugte ihn, dass er diejenige gefunden hatte, mit der er den Rest seines Lebens verbringen würde. In aller Stille und Unauffälligkeit lebten sie 30 Jahre lang Seite an Seite. Während Hackman sich auf die Malerei und das Schreiben von Büchern konzentrierte, widmete sich Betsy ihrer Liebe zur Musik. Keiner von ihnen wollte Schlagzeilen machen oder war auf Ruhm aus. Alles, was sie wollten, war, in Harmonie miteinander zu leben. Es ist ein einfaches Leben, aber auf eine seltsame Art und Weise. Obwohl Hackman sich zurückhielt, sahen ihn die Nachbarn oft. Er fuhr jeden Tag hinaus, um die Zeitung zu holen. Und manchmal ging er in ein Café, das er oft besuchte. Der Besitzer erinnert sich jedoch an einen erfahrenen Mann, der dennoch schön war, mit wachen Augen, die voller heiterer Gedanken waren. Jean hat nicht viel geredet, aber wenn er es tat, wollte man hören, was er zu sagen hatte. So ein Nachbar. Aber dieser eine Punkt hat meine Aufmerksamkeit erregt. Hackman war noch nie jemand, der sein Haus für Fremde öffnete. Selbst die Nachbarn, die ihm am nächsten wohnten, kamen kaum über seine Schwelle. Das Haus war eine private Festung, zu der nur Betsy und er Zugang hatten. Langsam aber sicher kamen Gerüchte auf. Wie konnte Hackman sich so sehr isolieren? Hatte er etwas in dieser riesigen Villa zu verbergen? Damals waren solche Fragen kaum mehr als leeres Geschwätz. Die katastrophale Verkettung von Ereignissen, die alles verändern würde, stand kurz bevor. Und niemand hätte sie vorhersehen können. Etwa 2 Wochen vor der Störung bemerkten Nachbarn ein merkwürdiges Phänomen. Hackman hielt seine übliche Fahrt an, um die Zeitung zu holen. Die Lichter in der Villa waren in der Nacht an, als ob jemand sie beobachtete oder unruhig war. Obwohl Betsy oft auf dem nahegelegenen Markt vorbeikam, um Lebensmittel einzukaufen, verschwand sie spurlos. Was in diesem weit entfernten Haus geschah, war für alle ein Rätsel. Ein Nachbar von mir sagte, ich erinnere mich an eine späte Nacht, als ich ein seltsames Geräusch aus seiner Wohnung hörte. Es war kein Streit oder Geschrei, es war etwas anderes. Ein Geräusch, das ich nicht genau zuordnen kann. Doch niemand sah darin ein Zeichen für eine bevorstehende Katastrophe. Weder Betsy Arakawa noch John Hackman wurden jemals wieder gesehen, und niemand konnte ahnen, dass dies nur wenige Tage später geschehen würde. Eines Morgens sah der Postbote, dass Hackmans Tür mit ungeöffneten Zeitungen vollgestapelt war. Die Nachbarn machten einige Beobachtungen. Aus dem Haus bewegte sich nichts. Niemand kam oder ging, und aus dem Inneren drangen keine Geräusche. Noch im selben Moment wurde die Polizei gerufen, und als sie dort eintraf, erschütterte das. Was sie sahen, Hollywood bis ins Mark. Die Art und Weise,
Wie John Hackman verfiel, wie die Villa zu einer stummen Hülle wurde, war nur der Auftakt zu einer Geschichte, die schrecklicher war als jeder Film, in dem er mitgespielt hatte. Vor allem, weil der detaillierte Bericht eines Nachbarn alles veränderte, gerade als man glaubte, zu verstehen, was passiert war. Diese Geschichte hatte gerade erst begonnen. Der Nachbar unterbricht. Hackmans Nachbarin, die seit mehr als 15 Jahren nebenan wohnt, sagt in einem Interview, das derzeit im Internet kursiert. Sie habe Dinge gesehen, die sich einfach nicht richtig anfühlten. Sie beschreiben späte nächtliche Besucher, leise Auseinandersetzungen an der Grundstücksgrenze und eine mysteriöse Gestalt, die regelmäßig vorbeikam, aber nie öffentlich erkannt wurde. Und das ist erst der Anfang. Der Nachbar erinnerte sich an seltsame Gewohnheiten. Hackman soll darauf bestanden haben, mit den Leuten nicht direkt, sondern über eine dritte Partei zu kommunizieren. Für die Zustellung der Post würden nicht gekennzeichnete Umschläge verwendet. Andere glauben, dass er einfach ein sehr ruhiger Mann war, der das bisschen Ruhe, das er noch hatte, beschützte. Der Tonfall der Nachbarin war jedoch eindeutig. Sie wurden Zeuge von etwas, das sie noch immer nicht vollständig beschreiben können. Die Frage ist also, gab es etwas, das Gene Hackman verheimlichte? Oder einfach ein friedliches Leben nach seinen eigenen Regeln zu führen? Es war die mysteriöse Krankheit, mit der niemand gerechnet hatte. Der Tod von Betsy Arakawa hat nicht nur die Gemeinde entsetzt, sondern auch viele unbeantwortete Fragen aufgeworfen. Aus unerklärlichen Gründen ist die Frau, die eine treue Anhängerin des Hollywood-Titanen und seit fast 30 Jahren mit John Hackman befreundet war, plötzlich von uns gegangen. Betsy Arakawa wurde an einem düsteren Februartag im Waschraum des Restaurants gefunden. Das Erste, was die Leute sahen, als sie Hackmans Anwesen betraten, war etwas, das sie für den Rest ihres Lebens nicht mehr loslassen würde. Betsy lag zusammengekauert neben dem warmen Wasser, den Kopf sanft auf den Wannenrand gestützt, als würde sie schlafen. Einige der Schilddrüsentabletten waren in winzige Stücke zerbrochen, andere waren noch voll. Bemerkenswert war, dass der Raum makellos war. Es gab keine Anzeichen für einen Unfall oder eine Schlägerei, keine Verletzungen und keine Anzeichen für äußere Gewalt. Doch Betsy war bereits weg. Das Rätsel wurde noch rätselhafter, als die gerichtsmedizinischen Ergebnisse veröffentlicht wurden. Die ungewöhnliche Krankheit, die als HPS Hantavirus Pulmonary Syndrome bekannt ist, wird durch ein Virus ausgelöst, das von Ratten übertragen wird. Die offizielle Todesursache lautet wie folgt. Die Krankheit befällt die Lunge und die Atmung. Sie beginnt mit grippeähnlichen Symptomen und verschlimmert sich rasch, bis sie zu Atemproblemen, Lungenversagen und dem völligen Zusammenbruch der Organe führt. Doch hier ist der Haken. Es gab keinen Hinweis auf Nagetiere in Hackmans Haus. Es gab keinen Code, keine Nester oder andere Anzeichen, die auf das Vorhandensein des Virus hindeuten. Um Hinweise zu finden, untersuchte die Polizei das Haus gründlich. Bei Taschenlampenlicht durchsuchten sie jeden Schrank, jeden Türspalt, jede dunkle Ecke und jedes andere mögliche Versteck für Ratten. Doch sie fanden nichts. Auch der Garten wurde untersucht. Hier waren die ersten Anzeichen zu sehen. Es gibt schwache, verblassende Pfotenabdrücke und einige alte Mäusekotspuren, die Monate alt sein könnten. Aber es gab keinen Beweis dafür, dass Ratten in das Haus eingedrungen waren. Wodurch hat sich Betsy konkret mit dem Virus infiziert? Und, was entscheidend ist, warum hat niemand etwas bemerkt, bevor es zu spät war? Der gerichtsmedizinische Bericht enthielt noch eine weitere Merkwürdigkeit. Es wurde angenommen, dass Betsy um den 11. Februar herum gestorben ist. Aber es dauerte mehrere Tage, bis ihre Leiche gefunden wurde. Zu dieser Zeit nahm niemand Notiz von ihrem Verschwinden. Betsy reagierte nicht auf Anrufe und es gab keine Gerüchte, dass sie das Haus verlassen hatte. Der Zusteller erhielt keinerlei Forderungen aus dem Hackman-Nachlass. Eine Woche lang herrschte eine unheimliche Stille. Aber es kam noch etwas viel Unheimlicheres hinzu. Etwa zur gleichen Zeit verschwand auch Gene Hackman. Linda Brooks, eine Nachbarin, machte eine beängstigende Bemerkung. Eine Sache ist mir im Gedächtnis geblieben, auch wenn ich eine Ahnung hatte, dass Gene irgendwo hingegangen war. Am Abend des 10. Februar sah ich, dass ihre Lichter wild blinkten, als ob jemand durch alle Zimmer ging. Dann hörte alles auf, wie von Geisterhand. Es war Gene Hackman, der in diesem Haus wohnte, als Betsy krank wurde. Und warum hat er nicht um Hilfe gerufen? Warum niemand Betsy schnell ins Krankenhaus gebracht hat, ist mir schleierhaft. Warum verliert ein Mann in seinem eigenen Haus die Kontrolle?
nachdem er im Fernsehen mutige und intelligente Charaktere dargestellt hat? Könnte Gene Hackman etwas gewusst haben, was sonst niemand wusste? Sobald die Öffentlichkeit von Betsys Tod erfuhr, stürzten sich die Medien auf ihn. Doch anstatt für Klarheit zu sorgen, verwirrten sie die Dinge noch mehr. Ein Gedanke begann zu keimen. Betsy kann sich unmöglich mit dem Hunter-Virus angesteckt haben. In den folgenden Tagen war Gene Hackman nirgends zu sehen. Warum hatte sich das FBI eingeschaltet? Obwohl es anscheinend kein illegales Verhalten gab? Obwohl es keine Antworten auf diese Probleme gibt? Ist eine Sache ganz klar. Es ist noch lange nicht vorbei. Die verblüffende Realität. Als ein Zeuge mit einer Aussage auftauchte, die stark genug war, um alle bisherigen Vermutungen zu widerlegen, nahm Gene Hackmans Geschichte eine drastische Wendung. Die betreffende Zeugin war Barbara Lenahan, die direkt gegenüber von Genes Anwesen wohnte. Und was sie preisgab, veränderte die Situation. Sich einzumischen war nicht Barbara Lenahans Art. Dennoch war sie beunruhigt, als sie erfuhr, dass Gene Hackman gestorben war. Sie erinnerte sich daran, dass sie Betsy nur wenige Tage vor ihrem Tod zufällig im Garten getroffen hatte und sie anlächelte. Betsy schien es wirklich gut zu gehen. Ich habe keine Krankheitssymptome gesehen. Aber wie konnte sie in nur 1,5 Wochen so plötzlich verschwinden? Die Statistiken passen einfach nicht zusammen. Wenn Betsy vor ihrem Tod tatsächlich gesund war, was führte dann zu ihrem so unerwarteten Ableben? Die Frage nach Gene Hackmans letzten Tagen ist viel bedeutsamer. Mit dem letzten Satz verließ Betsy das Haus und ließ Gene Hackman allein in dem riesigen Haus zurück. Dann nimmt die Geschichte eine seltsame und deprimierende Wendung. Er ist bereits über 90 Jahre alt. Bei ihm wurde eine schwere Alzheimer-Krankheit diagnostiziert, da seine kognitiven Fähigkeiten und sein Gedächtnis nachließen. Niemand konnte jedoch vorhersehen, dass nach Betsys Tod mehr als 2 Wochen lang niemand kommen würde, um sich um ihn zu kümmern. Es gibt keine Familie, keine Freunde, niemanden. Die Umstände von Betsys Tod bleiben ein Rätsel. Das gesammelte Material bietet jedoch ein düsteres Bild. Gene wanderte in seinem eigenen Haus umher, in einer Stimmung der Verwirrung, die er nicht verstehen konnte. Er wusste nicht, dass Betsy tot war. Und er wusste nicht, was mit ihr geschehen war. Keiner kochte für ihn. Es wurde ihm kein Essen gegeben. Das Haustelefon war in Betrieb. Aber Gene benutzte es nicht. Vielleicht hatte er auch vergessen, wie man es benutzt. Die Tage fühlten sich an, als würden sie ewig andauern. Es gab kein sauberes Wasser, kein Essen und niemanden, mit dem man reden konnte. Die Hollywood-Ikone Gene Hackman, der Charaktere mit grimmigem und brillantem Herzen dargestellt hatte, war nun an sein eigenes Haus gefesselt und merkte nicht, wie seine schauspielerischen Fähigkeiten allmählich nachließen. Gene Hackmans Leiche wurde am 26. Februar von der Polizei gefunden. Er wurde seit über einer Woche, vielleicht seit dem 18. Februar, nicht mehr gesehen. Eine der wichtigsten Fragen, die sich stellte, war, was ist passiert? Was ist mit ihm passiert? Der Autopsiebericht war erschreckend. In Gene Hackmans Magen befand sich überhaupt nichts. Tagelang gab es keine Anzeichen dafür, dass er etwas gegessen hatte. Sein Körper war extrem geschwächt und seine Vitalwerte waren gefährlich niedrig. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass Erschöpfung und Unterernährung wahrscheinlich die Ursache für seinen Tod waren. Ein Mann, der eine Legende war und in Hollywood enorme Erfolge erzielt hatte, starb einsam und deprimiert. Sobald diese Tatsache bekannt wurde, brach die Empörung aus. Wie konnte jemand die Gefahr übersehen, in der Gene Hackman schwebte? Warum waren keine Pfleger oder Ärzte zur Stelle? Aus Betsy starb? Warum würde jemand eine solche Legende im Stich lassen? Viele Menschen dachten, dass Gene Hackman vielleicht länger gelebt hätte, wenn er die richtige medizinische Versorgung erhalten hätte. Aber die traurige Wahrheit war, dass er in seinem eigenen Haus allein gelassen worden war, wo er seine letzten Momente verbrachte. Gene Hackman war eine Verkörperung von Tapferkeit, Witz und Willenskraft. Zurück blieb eine verlassene Villa und die harte Realität, als die Lichter Hollywoods erloschen und die Berühmtheit zu verblassen begann. Es gab keine siegreichen Gedenkfeiern, keine glühenden Beurteilungen seines Vermächtnisses und kaum jemand erinnerte sich an ihn, nicht ein bisschen. Als Barbara Lenahan eine Bemerkung machte, konnten sich alle entspannen. Selbst wenn er einen besseren Abschluss als diesen erhalten hätte, scheint es, als hätte jemand entschieden, dass er nicht anerkannt werden sollte. Ein unbedeutendes Ende für eine Legende, die nicht vergessen werden sollte. Außerdem war die ganze Wahrheit noch verborgen, und dies war erst der Anfang. Ein geisterhaftes Herrenhaus, der Fund, der die Ermittler verblüffte. Sobald die Tür geöffnet wurde,
strömte ein seltsamer Geruch aus ihr und durchdrang das riesige Grundstück. Durch die staubbedeckten Fenster drang ein wenig Licht ein. Insgesamt herrschte eine beängstigende Stille. Einst ein komfortabler Rückzugsort für Betsy Arakawa und Gene Hackman, war das Anwesen im Laufe der Zeit verlassen worden und befand sich nun an einem trostlosen und kalten Ort. Dann warfen sie ihm einen Blick zu. Ein wichtiges Ereignis ereignete sich, als zum ersten Mal seit über 2 Wochen jemand das Haus betrat. Wenn Gene Hackman nicht anrief, wurden ein Sicherheitsteam und ein Wartungsteam losgeschickt, um das Haus zu durchsuchen. Niemand war bereit, sich einem Schauspiel zu stellen, das ihn für den Rest seines Lebens verfolgen würde. Als die Tür zum Vorratsraum knarrend aufging, waren sie still. Gene Hackmans Körper war still und unbeweglich. Nicht im Wohnzimmer oder gar im Schlafzimmer, sondern in der Nasszelle, einer kleinen, schmalen Nische, die nur als Durchgang zwischen Küche und Außenbereich dient. Neben ihm lag ein durcheinandergeworfener Gehstock auf dem Boden. Er trug eine alte Sonnenbrille an der Seite, in der Nähe seiner rechten Hand. Wir dachten, dass er nur schlief, aber wir konnten uns vergewissern, dass er wach war, als ein Arbeiter seine Schulter berührte. Es war kein einziges Geräusch im Zimmer zu hören. Es gab keinen Ton. Alles, was blieb, war eine kalte, harte Realität. Niemand war anwesend, um den Abgang von Gene Hackman mitzuerleben. Nach einer Weile ergab die gerichtsmedizinische Analyse einige beunruhigende Informationen über die letzten Momente von Gene Hackman zum Zeitpunkt des Todes. Den Daten seines Herzschrittmachers zufolge starb Gene Hackman am 18. Februar, was bedeutet, dass er fast eine Woche lang dort gelegen hatte, bevor er gefunden wurde. Seine Leiche wies keine Anzeichen eines Angriffs auf, aber es gab Anzeichen von Erschöpfung, Dehydrierung und einen leeren Magen, was darauf hindeutet, dass er verschwunden war, weil er hungrig und erschöpft war. Nichts ist gestört. Es wurden keine Anzeichen für einen Einbruch gefunden. Sie zeigten keine Anzeichen eines Kampfes. Ein isoliertes Haus, umgeben von einer gespenstischen Atmosphäre. Eine geisterhafte Präsenz, die unsichtbar ist. Aber das war bei weitem nicht das Schlimmste. Das 12 Hektar große Anwesen in Santa Fe war nicht der einzige Ort, den Gene und Betsy ihr Zuhause nannten. 3 Hunde, die alle treue Freunde des Paares waren, blieben ihnen erhalten. Bei ihren Nachforschungen stießen die Ermittler jedoch auf etwas Seltsames. Nicht jeder wusste, dass einer der 3 Hunde gestorben war. Die beiden anderen lebten und erkundeten unbeaufsichtigt das weitläufige Gelände des Bauernhofs. Vergiftungen sind nicht aufgetreten. Angriffsspuren sind nicht vorhanden. Der tote Hund lag neben der Stelle, an der Betsy gefunden wurde, als hätte er alles gesehen, was geschehen war, bevor er aus unbekannten Gründen starb. Dies führte zu einer äußerst wichtigen Frage. Was geschah eigentlich in der Villa? Wir beginnen mit Betsy. Gene Hackman ist ihm gefolgt. Niemand wusste, was in der Zwischenzeit geschehen war. Und ein Hund starb unter mysteriösen Umständen. Obwohl sie nicht abergläubisch waren, konnten mehrere Ermittler nicht umhin zu bemerken, dass das Haus eine seltsame Aura hatte. Warum befand sich Gene Hackman auf so engem Raum, wenn er nicht in seinem Bett oder auf seiner Couch lag? Warum rief er nicht um Hilfe, obwohl in der Nähe ein Telefon funktionierte? Warum starb ein Hund, während die anderen überlebten? Das Haus in Santa Fe, das einst Gene Hackmans friedlicher Rückzugsort gewesen war, schien nun ein schreckliches, unbeschriebenes Blatt zu sein. Einige Wartungsarbeiter, die an diesem Tag die Einrichtung betraten, sagten, sie hätten ein seltsames Gewicht und eine Kälte im Nacken gespürt, obwohl es keine Klimaanlage gab. Ich hatte den Eindruck, dass noch jemand da war. Und vielleicht waren es nur unsere Gedanken, aber ich musste zurückschauen, bevor ich ging. Ich habe ihr gesagt, dass ich von etwas verfolgt werde. Das Herrenhaus hat alle seine Bewohner verloren. Es war ein Haus, das von Erinnerungen, ungelösten Rätseln und einem starken Gefühl der Leere durchdrungen war. Es war eine Spukvilla. Gene Hackman war auf seine eigene Art eine Legende und ein großartiger Geist. In seinen letzten Momenten wurde er jedoch allein in seinem Haus zurückgelassen. Und niemand wusste, wo er sich aufhielt. Aber die wichtigste Frage blieb eine Sorge. Hatte etwas oder jemand diese Katastrophe wirklich geplant und durchgeführt? Oder waren diese Katastrophen das Ergebnis einer zufälligen Abfolge von Ereignissen? Aber für diejenigen, die das Haus in Santa Fe betreten hatten, gab es keine Klarheit. Nachdem die Polizei festgestellt hatte, dass kein kriminelles Verhalten vorlag, schloss sie den Fall ab. Es gab etwas, das ungesagt blieb. Und würde das Geheimnis, das begraben war, jemals ans Licht kommen?
Unbeantwortete Fragen. Theorien und Gerüchte. Der Tod von Gene Hackman und Betsy Arakawa war nicht nur tragisch, sondern auch ein Rätsel. Niemand war in der Lage, das komplizierte Geflecht aus bizarren Ereignissen vollständig zu entwirren, das sie waren. Was genau geschah zu dieser Zeit in der riesigen Villa in Santa Fe? Wann endete Betsys Leben plötzlich? Konnte Gene Hackman tagelang nicht untersucht werden? Nicht jeder akzeptierte die Schlussfolgerung der Polizei, dass es keinen Beweis für ein Verbrechen gab. Es gibt eine. Die erste Theorie ist diese. Die Tochter von Gene Hackman hat eine der ersten Theorien aufgestellt. Sie hatte Angst, dass Kohlenmonoxid CO sie vergiftet hatte. Kohlenmonoxid. Ein geruchloses und farbloses Gas. Kann in großen Konzentrationen sehr schnell tödlich sein. Das war in gewisser Weise richtig. Kohlenmonoxid kann aus dem Haus austreten, wenn es ein Problem mit der Gasheizung gibt. Im Laufe der Zeit kann eine längere Exposition gegenüber Kohlenmonoxid zu Symptomen wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Verwirrung, Lethargie, Koma und sogar zum Tod führen. Wenn Betsy dem Kohlenmonoxid erlegen wäre, ohne dass es jemand bemerkt hätte, wäre sie möglicherweise im Badezimmer ohnmächtig geworden und hätte keine Hilfe rufen können. Es ist möglich, dass Gene, der aufgrund seiner Alzheimer-Krankheit nicht mehr funktionstüchtig war, sich der Gefahr nicht bewusst war und im Laufe von 2 Tagen an demselben Gas starb, bevor er Hilfe holte. Dies wurde jedoch von der Polizei verhindert. Es gab keine Lecks in der Heizungsanlage und die Tests ergaben keine Anzeichen für erhöhte Kohlenmonoxidwerte. Und selbst als die Tür versiegelt war, gab es noch Fragen. 2 ist die Zahl. Die zweite Theorie ist diese. Stimmt es, dass Betsy sich durch Nagetiere mit einem Virus infiziert hat? Bei Betsy Arakawa wurde das Hunter-Virus Pulmonary Syndrome, HPS, diagnostiziert. Eine äußerst seltene, durch Nagetiere übertragene Krankheit. Aber die Frage beschäftigte mich immer noch. Die Nachbarn von Hackmans Anwesen haben nie Ratten gesehen. Die Behörden haben keine Anzeichen von Nagetierschäden gefunden. Außerdem ist das Hunter-Virus nicht weit verbreitet. Menschen stecken sich nur selten an, ohne mit dem Urin, dem Kot oder dem Speichel eines infizierten Nagers in Berührung gekommen zu sein. Wie hat sich Betsy bitte angesteckt? Einige spekulierten, dass sie sich vor ihrer Rückkehr nach Hause irgendwo anders angesteckt hatte. Aber warum hat sich Gene nicht angesteckt? Einige Mediziner stellten die Diagnose vorschnell in Frage und spekulierten, dass eine andere Ursache übersehen worden sein könnte. Eine Sache ist jedenfalls sicher. Betsys abrupter Abgang ging dem Untergang Gene Hackmans voraus. Gibt es irgendetwas, das wir noch nicht verstehen? Oder war das nur ein schrecklicher Unfall? 3 Uhr. Der dritte Vorschlag ist dieser. Der Hungertod war das Schicksal, das Gene Hackman ereilte. Warum Gene Hackman nicht früher entdeckt wurde, war das Thema, das die meisten Diskussionen im Publikum auslöste. Eine legendäre Persönlichkeit in der Welt von Hollywood. Die Verbindungen, die er zu seiner Familie, seinen Freunden und Verwandten hatte. Warren Stark. Wer war vor Betsys Tod für seine Pflege zuständig? Und warum hat sich mehr als 2 Wochen nach ihrem Tod niemand um ihn gekümmert? Wer war vor Ort? Zu keinem Zeitpunkt ging ein einziger Anruf ein. Ist Ihre Familie eine Familie? Es gibt keine erkennbare Berührung. Ihre Nachbarn sind, wer sie sind. Niemand, der ihn gesehen hat seinen Aufenthaltsort gemeldet. Es kam täglich vor, dass Gene Hackman allein in seinem Haus zurückgelassen wurde, ohne dass jemand etwas davon mitbekam. Aus diesem Grund entwickelte er ein gesundes Maß an Misstrauen gegenüber jedem in seiner unmittelbaren Umgebung. Wer wusste davon? Hat aber aus irgendeinem Grund lieber geschwiegen? Nachdem man erkannt hatte, dass Gene Hackman Hilfe brauchte, beschloss man, ihn aufzugeben? Einige Leute meinten sogar, dass er verhungert sein könnte, weil man ihn mit leerem Magen fand. Dies war eine der Anschuldigungen, die erhoben wurden. Wenn das, was Sie sagen, stimmt, war dies nicht nur ein schreckliches Ereignis. Dies war ein unethisches Vorgehen. Trotzdem gab es keine Beweise, die zur Identifizierung einer Person verwendet werden konnten. Es ist 4 Uhr. Auch jetzt gibt es noch viele Hypothesen und Fragen, die beantwortet werden müssen. Nach der Bekanntgabe der Nachricht an die Öffentlichkeit begannen Fans und Medienvertreter sofort, Fragen zu stellen. Gab es Gegenspieler von Gene Hackman und Betsy? Oder handelte es sich um eine verdeckte Straftat? Was waren die Gründe für die Entscheidung der Polizei, den Fall so schnell abzuschließen, ohne weitere Nachforschungen anzustellen? Einige der Hypothesen gingen weiter als andere, aber sie deuteten alle auf etwas Beunruhigendes hin. Dies war nicht der richtige Wohnsitz. Eine Erklärung ist mir im Moment nicht möglich.
Andererseits ist dort etwas im Gange. Um den Wohnsitz in Santa Fe kursierten weiterhin eine Reihe von Gerüchten. Einige Personen sprachen davon, dass es verflucht sei. Andere waren in der Lage, Informationen zu erfahren, die ihnen verborgen geblieben waren. Eine Sache stand jedoch außer Frage. Es ist möglich, dass wir nie die komplette Hintergrundgeschichte erfahren werden. Eines der Dinge, die Fans von Gene Hackman immer noch schwer begreifen können, ist, dass ein Gigant wie er spurlos und von selbst verschwinden würde. Ein Fall wurde von der Polizei geklärt. Es besteht jedoch immer noch Unklarheit. Könnte es sich nur um ein schreckliches Ereignis gehandelt haben, das plötzlich eintrat? Oder wurde Gene Hackman am Ende Opfer eines Verbrechens? Möglicherweise werden wir nie Antworten erhalten. Eines kann jedoch mit absoluter Sicherheit gesagt werden. Das Ableben von Gene Hackman wird auch weiterhin eines der größten Rätsel in der Geschichte Hollywoods sein. Das bleibende Erbe. Gene Hackman, der bis in die höchsten Ebenen Hollywoods vordrang und ein Gigant der Filmindustrie war, ist plötzlich von selbst gegangen, umgeben von unbeantworteten Fragen und unter Umständen, die fragwürdig sind. Aber vor allem, was hat er der Welt hinterlassen? Ist es möglich, dass die Errungenschaften von Gene Hackman heller leuchten können als der melancholische Schatten seiner letzten Tage? Wie stehen die Chancen, dass das Haus, in dem er seine letzten Jahre verbrachte, in eine traurige Reliquie verwandelt wird? Oder wird es einfach ein vergessener Ort bleiben, der mit ungelösten Rätseln verbunden ist? Werden wir jemals in der Lage sein, ein vollständiges Verständnis der Ereignisse zu erlangen, die sich im letzten Kapitel seiner Geschichte zugetragen haben? Die Antwort ist ja, die in den Annalen der Geschichte Hollywoods ihresgleichen sucht. Ungeachtet seines Todes wird Gene Hackman für immer als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten in der Geschichte Hollywoods in Erinnerung bleiben. Er war nicht nur ein herausragender Schauspieler, sondern konnte auch auf fast 60 Jahre Erfahrung in der Filmindustrie zurückblicken. Zweifelsohne verkörperte er die Eigenschaften Entschlossenheit, Kompetenz und Willenskraft. Seine bekanntesten Figuren, wie Popeye Doyle aus The French Connection und Lex Luthor aus Superman, werden für immer einen einzigartigen und unersetzlichen Platz in den Herzen seiner treuen Anhänger haben. Jeder einzelne Film, in dem Gene Hackman auftritt, ist mehr als nur ein Kinofilm. Ein historisches Dokument aus der Ära von Hollywood wurde in die Sammlung aufgenommen. Trotz des enormen Einflusses, den er hinterlassen hat, ist sein Tod eine schwer zu begreifende Situation. Wenn man behaupten würde, dass Ruhm und Reichtum für ein Happy End sorgen, wäre diese Formulierung dann zutreffend? Es gibt insgesamt zwei. Die prächtige Residenz von Santa Fe. Sieht es aus wie ein Rohbau oder wie ein mutloses Überbleibsel? Das ist die Frage. Nach dem Tod von Gene Hackman wurde sein Wohnhaus zum Gegenstand von Diskussionen. Einige sind der Meinung, dass es zu einem Ort des Vermächtnisses werden soll, an dem die Mitglieder der Gemeinde ihm die Ehre erweisen können. Angesichts der Umweltverschmutzung, die durch die dort stattfindenden Katastrophen verursacht wird, sind einige der Meinung, dass es sich um einen Ort handelt, den niemand zu besuchen wagen würde. Viele Menschen bekommen eine Gänsehaut, wenn sie an dieses 12 Hektar große Anwesen denken, in dem Gene Hackman viele Tage lang festsaß. Ihr Wohnsitz ist nicht mehr derselbe, der er einmal war. Es ist eine mysteriöse Erinnerung, die ein Zeichen von Isolation und Geheimnissen ist, die nicht enthüllt wurden. Die Debatten sind noch nicht zu Ende. Wird es etwas sein, das sie für sich selbst haben? Würde das Unternehmen es verkaufen, um von seiner schrecklichen Geschichte wegzukommen? Wer von uns hätte den Mut, sich auf eine der ungewöhnlichsten Tragödien einzulassen, die Hollywood je gesehen hat? Egal, was mit dem Nachlass geschieht. Er wird für immer mit den mysteriösen letzten Tagen im Leben von Gene Hackman verbunden sein. Dies gilt unabhängig davon, was mit dem Anwesen geschieht. Eine Gedenkveranstaltung, eine Feier zur Würdigung des filmischen Schaffens von Gene Hackman, wurde von seinen Zeitgenossen und Filmliebhabern organisiert, als die Nachricht von seinem Tod die Runde machte. Diese Veranstaltung wurde mit der Absicht geplant, die Welt an den bleibenden Einfluss zu erinnern, den Gene Hackman hinterlassen hat. Andererseits gab es eine Situation, die bei einigen Menschen Besorgnis auslöste. Ist es möglich, eine Gedenkfeier zu veranstalten, wenn immer noch nicht klar ist, ob er tatsächlich verstorben ist oder nicht? Ist es möglich, dass wir eine Realität aufrechterhalten, die jemand gerne vergessen würde? Oder feiern wir einen Mythos? Würden Sie sagen, dass jemand daran arbeitet, dies zu beseitigen? Hat irgendjemand, einschließlich unserer Familie, unserer Freunde oder sogar Hollywood, die Absicht, uns über etwas im Unklaren zu lassen?
Die Veranstaltung verlief gemäß dem Zeitplan. Obwohl es viele Gespräche gab, zahlreiche Personen, darunter treue Anhänger, ehemalige Kollegen und Geschäftspartner, waren bei der Veranstaltung anwesend. Neben dem Lob wurden seine Filme neu betrachtet und bereits bekannte Sequenzen wieder in den Fokus gerückt. Trotzdem herrschte ein Gefühl des Grauens in der Atmosphäre. Können wir zu diesem Zeitpunkt sagen, dass wir die Umstände von Gene Hackmans Tod vollständig verstehen? Es ist 4 Uhr. Liegt es an Betsy und Gene? Vielleicht. Ist es ein furchtbarer Fluch oder eine Liebe, die ewig währt? Betsy Arakawa und Gene Hackman galten lange Zeit als das perfekte Paar. Betsy war Genes engste Vertraute, und sie blieb bis zu seinem Lebensende an seiner Seite. Einst behauptete Gene, dass Betsy das aufmerksamste Geschenk war, das er sich selbst je gemacht hatte. Aber inwieweit ist das sauer? Sie trennten sich auf die schrecklichste Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Einer von ihnen wurde in einer Toilette ohnmächtig, der andere verstummte. Viele Menschen fragten sich daraufhin, ob das Schicksal nicht zu grausam zu ihnen gewesen war. Wer hätte gedacht, dass 2 Geister, die so eng miteinander verbunden sind, die Erde auf so grausame Weise verlassen würden? Auf diese Frage gibt es nicht einen einzigen Menschen, der eine Antwort geben kann. Es ist 5 Uhr. Wie viel kostet es, Ruhm zu erlangen? Es gab eine Zeit, da hatte Gene Hackman alles. Das Streben nach Liebe, finanzieller Erfolg, beruflicher Erfolg und Ruhm. Doch was ist am Ende geblieben? Bei seinem Abgang war niemandem bewusst, dass er in der Hollywood-Branche für Aufruhr gesorgt hatte. In der Dunkelheit seines eigenen Hauses ein Mann, der vor Millionen von Menschen aufgetreten ist, obwohl er im Scheinwerferlicht auf der Bühne stand. Seine Erhabenheit ist nicht zu übersehen. Aber ist sein Abgang auch eine Warnung? Inwiefern schützt uns eine Berühmtheit vor dem Gefühl der Einsamkeit? Ist es möglich, sich mit ausreichenden Mitteln ein komplettes Fazit zu kaufen? Haben wir am Ende nur uns selbst zur Verfügung und niemanden sonst? Niemand kann das mit Sicherheit sagen. Eines ist jedoch richtig. Die Geschichte, die Gene Hackman erzählt, ist mehr als nur ein einziger Absatz. Es handelt sich nicht nur um eine Tragödie, sondern auch um einen Mythos. Es ist ein Rätsel, das nie beantwortet zu werden scheint. Glauben Sie, dass der Nachbar die Wahrheit sagt? Oder scheint das unrealistisch zu sein? Bitte teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Bitte klicken Sie auf den Like-Button, wenn Sie versteckte Hollywood-Fakten faszinierend finden. Abonnieren Sie außerdem weitere Geschichten, verblüffende Enthüllungen und exklusive Updates. Denn manchmal liegen die wichtigsten Geschichten direkt vor Ihrer Nase.